Die Türkei, der Schmelztiegel der Kulturen zwischen Europa und Asien. Die Megametropole Istanbul, Traumstrände und einzigartige Orte. Was für ein krasser Blick von hier oben. Sieht aus wie auf einem anderen Planeten. Ein Spektakel mit über 100 Ballons. Das gibt es echt nur hier. Merhaba aus der Türkei. Gemeinsam mit meinen Kumpels Benny und Anton geht zu einigen der schönsten Orte des Landes. Wir wollen checken, eignet sich die Türkei für einen Roadtrip abseits vom All-Inclusive-Urlaub und wie günstig ist so ein Trip? Das finden wir auf über 2200 Kilometern Strecke heraus. Von Istanbul wollen wir über die weißen Terrassen von Pamukkale bis nach Bodrum. Wir erkunden diverse Orte an der türkischen Riviera inklusive Antalya und fahren durch Anatolien am Tuz Gölü vorbei zum Finale nach Kappadokien. Mein Name ist übrigens Valentin, man nennt mich auch Sarazar und unser Trip beginnt am Bosporus. Istanbul ist die einzige Großstadt, die zwischen dem europäischen und asiatischen Kontinent liegt. Eine Megametropole mit 15,5 Millionen Einwohnern. Inoffiziell sollen es sogar 20 Millionen sein. Die Einwohnerzahl hat sich seit 1950 einfach mal versiebzehnfacht. Hier wird es garantiert nicht langweilig. Einen guten Blick über die größte Stadt Europas hat man für 30 € vom über 60 Meter hohen Galata-Turm, dessen Geschichte über 1500 Jahre zurückreicht. Ähnlich alt ist die Hagia Sophia, deren Grundstein im Jahr 532 gelegt wurde. Mega beeindruckend, dass die Architekten es damals so drauf hatten, dass die Hagia Sophia einfach den ganzen Erdbeben Istanbul standgehalten hat. Das war übrigens zur Zeit des Byzantinischen Reiches mal eine Kirche und wurde erst nach der Eroberung durch die Osmanen 1453 eine Moschee. Für die Hagia Sophia zahlt man 1000 türkische Lira Eintritt. Das sind umgerechnet ungefähr 25 €. Direkt daneben ist die Blaue Moschee. Die kostet keinen Eintritt und sieht atemberaubend aus. Wichtig ist nur die Kleiderordnung, aber im Notfall haben die auch die passenden Klamotten am Start. Ebenfalls einen Besuch wert ist der versunkene Palast in der Nähe. Die Yerebatan-Zisterne wurde vom byzantinischen Kaiser Justinian um 540 erbaut. Ein gigantischer Wasserspeicher für die Stadt, den man für etwas mehr als 30 € besichtigen kann. Ich will ein Eis kaufen, aber er lässt mich nicht. Benny, willst du auch ein Eis? Na, wenn ich jemals eins kriege? Yola çıkmış arıyorum kaybettim aşkımı. Im Viertel um den großen Bazar gibt es über 4400 Läden. Wer was kaufen will, sollte allerdings immer handeln. 200, 200. Give me your hand. Give me your hand. So 200 is like the middle, 150, 250, 200. 210 about. 210, okay, we can do Yeah, 210. deal. It's a That's good okay. bargain. Bana toz pembe göründü. Auch wenn der große Bazar riesig ist, besteht der gefühlt nur aus 15 Läden, die sich immer wiederholen. Es gibt Schmuck, Klamotten, davon ist einiges nicht original, viele Mitbringsel für Touristen und auch einige Leckereien. Verecek bir kimsem yoktu. Das hier ist eine echte Spezialität, nennt sich Kokoreç und besteht aus Lammdärmen und Lammfett, die dann klein gehackt und in so ein Sandwich gepackt werden. Wurde uns schon super oft empfohlen, deswegen musste ich das jetzt mal probieren. Und ich finde es echt lecker, schmeckt sehr würzig und saftig, kann man sich geben. In den Touristenzentren ist das Essen nicht viel preiswerter als in Deutschland. Abseits davon wird es aber schnell günstiger. Und auch wenn die Sterne über Istanbul funkeln, ist in der Stadt immer was los. In Istanbul gibt es viele Cafés, in denen Wahrsagerinnen im Kaffeesatz die Zukunft vorhersagen. Und da der Benny morgens immer einen Kaffee braucht, kriegt er gleich einen Einblick in sein zukünftiges Leben. Seni sevince anladım. Da Wahrsagen für Geld in der Türkei nicht legal ist, kostet hier ein Kaffee 15 € und die Vorhersage gibt's obendrauf. Senden gelen her cefaya. Zusammengefasst kann man sagen, dass ich bald angeblich finanziell besser dastehe und ein Haus kaufe. Und meine Vergangenheit muss sehr chaotisch gewesen sein. Also ich glaube, da findet jeder so ein bisschen was auf sein Leben zutrifft. Aber kann man mal gemacht haben.
Beliebt ist auch der Taksim-Platz mit der Einkaufsstraße Istiklal Caddesi. Hier fährt die bekannte rote Straßenbahn und es gibt Shops in allen Variationen. Es kann aber auch mal voller werden. Immerhin lebt fast jeder Fünfte der 85 Millionen Türken in Istanbul. Auffällig sind auch die hunderttausenden Katzen, die durch die Straßen der Stadt laufen. Einige Istanbuler kümmern sich um sie. Allerdings sieht man im ganzen Land immer mal wieder streunende Tiere. Kleine Bootstour auf dem Bosporus, das ist die Meerenge, die zwischen Europa und Asien liegt und einmal quer durch Istanbul geht. Es ist mega cool, hier mit dem Boot lang zu fahren. Diese Brücke ist übrigens so riesig, damit die gigantischen Kreuzfahrtschiffe drunter durchpassen. Bei so einer zweistündigen Bootstour kriegt die Stadt nochmal einen ganz anderen Vibe. So ein Ticket für ein kleines Boot inklusive Snacks gibt es ab 45 € pro Person, finde ich relativ fair. Man muss allerdings sagen, dass die sonstigen Aktivitäten in Istanbul jetzt nicht besonders günstig sind. Und für uns beginnt morgen der Roadtrip. Von Istanbul wollen wir bei Pamukkale und im Salda Gölü bis nach Bodrum. Weiter an der türkischen Riviera entlang entdecken wir Antalya und reisen durch die Weiten Anatoliens Richtung Kappadokien. Die Fahrt nach Pamukkale dauert 7 Stunden, allerdings machen wir einige Zwischenstopps. Wie beim Iznik Gölü, ein 32 Kilometer langer See, der knapp 2 Stunden von Istanbul entfernt ist. Eine wunderschöne Aussicht hier an diesem riesigen See. Wir machen eine kleine Essenspause auf unserem Roadtrip. Die Straßen sind ganz gut bisher, mal sehen, wie das noch so wird. Man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren als in Deutschland, weil es kann ein bisschen chaotisch werden im Verkehr. Und so einen Mietwagen kann man mit einem normalen deutschen Führerschein ausleihen. Nach weiteren 2 Stunden Fahrt machen wir wieder einen kleinen Zwischenstopp. Wir gehen zum Suhutstu-Wasserfall. Ich finde cool, wie grün hier alles ist. Die Türkei ist vielleicht vielfältiger, als manche denken. 38 Meter Fallhöhe und das ist so ein Ort, den hätten wir wahrscheinlich niemals gesehen, wenn wir nicht einen Roadtrip machen würden. Sieht super imposant aus. Nach weiteren 4 Stunden im Auto kommen wir endlich in Pamukkale an. Eines der bekanntesten Naturspektakel der Türkei. Die weiße Landschaft ist durch kalkhaltige Thermalquellen entstanden. Sieht aus wie auf einem anderen Planeten. Auf Türkisch bedeutet Pamukkale Baumwoll- oder Watteburg und ich finde, das sieht auch wirklich so aus, als ob man den ganzen Berg in Baumwolle eingehüllt hätte. Eigentlich sind das aber uralte Kalkablagerungen, das kenne ich sonst nur aus meinem Wasserkocher. Schon bei den Römern war die Ecke beliebt. Einige Senatoren sollen hier sogar ihre Rente genossen haben. Und wie die so gewohnt haben, kann man sich hier bei den Ruinen von Hierapolis anschauen. Über Hierapolis wird schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christus berichtet. Vor den Römern sind die Griechen auch schon hier gewesen. Mittlerweile kann man sich aber nur noch Ruinen anschauen, weil die Stadt leider bei einem Erdbeben komplett zerstört wurde. Hier am Berghang ist aber auch noch eine Nekropole mit über 1200 Gräbern und damit ist das die größte Totenstadt in Kleinasien. Ich verstehe schon, warum die Römer hier ihren Lebensabend genossen haben. Eine echt coole Gegend mit abgefahrener Landschaft. Der Eintritt für alle Sehenswürdigkeiten liegt allerdings auch bei 40 € und es kann sehr voll werden. Unglaublich klar hier.
Das sieht echt aus wie in der Karibik und ist nur knapp über eine Stunde von Pamukkale entfernt. Der Sal der Gölle mit seinem Farbverlauf erinnert einfach an einen Traumstrand in den Tropen. Und das liegt am Magnesiumgehalt, der das Wasser blau und die Küste weiß färbt. Ich glaube, ich habe noch nie so einen klaren See gesehen. Dazu Sonnenschein Deluxe und kaum Menschen hier. Hier ist wirklich kaum eine Menschenseele. Und jetzt geht es für uns weiter nach Bodrum, 3,5 Stunden Fahrt. Für viele ist Bodrum einer der schönsten Städte in der Türkei. Wir sind hier oben bei den alten Windmühlen. Gerade findet auch ein Volksfest statt und die Leute lassen ihre Drachen hochsteigen. Bei gutem Wetter kann man sogar die griechische Insel Kos sehen und man hat wirklich einen wunderschönen Ausblick. Die Metropolregion von Bodrum hat ca. 180.000 Einwohner. Jedes Jahr kommen allerdings über 1 Million Besucher in die Stadt. Bereits seit über 3000 Jahren wird die Region besiedelt. Bodrum war in der Antike griechisch und hieß Halikarnassos. Aus dieser Zeit kann man kostenlos das älteste Amphitheater der Türkei besuchen. Hier fanden schon 300 v. Chr. verschiedene Events statt. Vom legendären Mausoleum von Halikarnassos ist leider nicht mehr viel übrig. Das war mal eins der 7 antiken Weltwunder, aber wegen Erdbeben liegen hier heute nur noch ein paar Steine auf dem Boden, die man sich für 3 € anschauen kann. Da muss man schon seine Vorstellungskraft aktivieren. Auch aus dem Mittelalter findet man in Bodrum Spuren, wie die Kreuzritterburg St. Peter. In der Festung hat mehr als 100 Jahre ein Johanniterorden gelebt, bis die Burg 1523 kampflos an die Osmanen übergeben wurde. Jedem, der beim Bau der Burg damals mitgeholfen hat, wurde übrigens vom Papst ein Platz im Himmel versprochen. So kann man die Leute auch zum Arbeiten bewegen. In der Kreuzritterburg ist auch das Museum für Unterwasserarchäologie. Hier kann man sich alte Wracks und jede Menge antike Gegenstände anschauen. Das Ticket für Burg und Museum kostet ca. 23 €. Perfektes Wetter, dazu das Meer mit dem Hafen und diese weißen Häuser überall, dann die kleinen engen Gassen. Bodrum hat seinen ganz eigenen Style. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. In Bodrum kann man nicht nur schön essen, in Boutiquen shoppen oder am Strand liegen, die Stadt ist auch eine der Nightlife-Hochburgen der Türkei. Vor allem im Viertel Gümbet sind jede Menge Clubs und Bars. Preislich ist es allerdings auch ein bisschen teurer als in vielen anderen Orten im Land. Wir sind jetzt im Taxi zum Hotel, das war ein richtig geiler Abend. Die Türken wissen auf jeden Fall, wie man feiert und morgen geht für uns die Fahrt weiter. Unsere nächste Etappe führt uns knapp 3,5 Stunden Richtung Fethiye. Die Türkei ist wirklich ein unglaublich vielfältiges Land. Erst die Megacity Istanbul, dann die grünen Wälder und jetzt hier die ganzen Küstenorte. Und der Strand in Fethiye ist wirklich riesig. Hier verbringen einige auch einen kompletten Urlaub, weil der Flughafen nur 30 Minuten entfernt ist. Ein sehr entspannter Ort mit schöner Hafenpromenade, um einen herum die Berge, viele Restaurants und Shops, lädt zum Rumständern ein. Am Meer hier entspannt den Abend ausklingen lassen, das kann ich echt empfehlen. Preise sind auch was günstiger als in Bodrum. Und man kann ja auch Bootstouren zu den Inseln in der Nähe machen. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal. Wir haben morgen aber was Aufregenderes vor. Was für ein krasser Blick von hier oben. Wie viel man hier einfach sehen kann. Der Berg sieht schon krass aus und dann sieht man Ölüdeniz, Fethiye und die geile Lagune da unten. Wir fliegen irgendwie immer höher. Gleich kann ich den Flugzeugen Hallo sagen. Die Jungs fliegen gerade links und rechts von mir. Das ist unglaublich in dieser Aussicht hier. Macht so Bock, man ist frei wie ein Vogel. Einfach nur geil.
Are you okay, brother? I'm fine, bro. It's like roller coaster. Yeah! Wow! Wow, so nah am Hotel. Mega. Perfect landing. Nice park. We got it, bro. Wir sind wieder gelandet. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Ich kann auch gar nicht fassen, was gerade passiert ist. Wir waren weit über der Welt am Fliegen in der Türkei. Es kostet 110 €, würde ich jedem empfehlen. Unser Pilot Birsen hat mittlerweile 14.000 Flugstunden und liebt es immer noch. This is my job and my hobby. I feel like a bird sometimes. Die Öle-Deniz-Lagune ist allerdings nicht nur bei Paraglidern beliebt. Auch viele Badegäste freuen sich über das klare Wasser. Nach der Lagune brauchen wir 1,5 Stunden bis zum Sakriqent Nationalpark, denn wir machen einen kleinen Umweg zum Butterfly Valley. I wanna take the breath that's true. I look to you and I see nothing. Richtig große Schlucht hier, das ist der Sakriqent Nationalpark. Am Anfang läuft man an dieser Holzbrücke entlang, später stapfen wir noch ein bisschen durch den Fluss. Der Canyon ist sogar bis zu 300 Meter tief und der Eintritt kostet nur 1,50 €. Life you go in shadow. War richtig Spaß, hier lang zu klettern und diesen Fluss zu erkunden, immer tiefer rein in den Berg. Man wird eins mit der Natur. Ich glaube, ich verliere gleich meine Schuhe. Your darkness. Wirklich ein sehr schöner Canyon. Die Natur ist echt eindrucksvoll hier. Und wer Bock hat, der kann auch mit so einem Reifen da vorne den Fluss noch runterrutschen. Für uns ist jetzt allerdings ein bisschen spät geworden. Und wir haben noch eine halbe Stunde Fahrt vor uns. Bei 30 Grad so eine Düne hoch, nur am Strand zu sehen. Ja, warte ab, es lohnt sich. Bis dahin sind wir geschmolzen. Ist richtig cool hier, da hat der Benny schon recht gehabt. Der Patara Beach ist extrem lang, keine Menschenseele da, aber auch kein Wunder bei dieser Düne. Wir fahren weiter entlang der türkischen Riviera nach Kaş. Auf der 45 Minuten Strecke halten wir aber noch am Kaputaş Beach. Es ist einfach mega hier, eine wunderschöne Strecke. Super schön hier mit den verwinkelten Gassen, den Blumen und den alten Häusern. Kaş ist wirklich ein idyllisches Örtchen. Für alle, die es so ein bisschen was ruhiger mögen. Die Altstadt ist sogar autofrei und es gibt hier einige nette Restaurants und Geschäfte. Ich habe gerade Lokum probiert, das ist eine türkische Spezialität. Schmeckt ein bisschen nach Gummibärchen, auf jeden Fall süß, aber auch ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier Erdbeere und Kiwi. Gibt es in allen möglichen Variationen, gemischt mit Puderzucker. Kann man machen. Gülmek için yaratıldı. Gözlerde yaşlar niye? Das Essen ist hier wie an vielen Touristenorten etwas teurer. Für einen Kebab zahlt man so ca. 14 €. In vielen Dörfern auf dem Weg hierher haben wir so 30 bis 50% weniger bezahlt. Man kann in Kaş auch super viele Touren buchen. Wer zum Beispiel Bock hat auf Wandern oder Schnorcheln, ist hier gut aufgehoben. Der Ort ist schon ziemlich touristisch. Große Hotelbunker gibt es hier aber nicht. Nach einer weiteren Fahrt von etwa 2 Stunden entlang der Küste erreichen wir die Gegend um Şirali. Hier wollen wir zu den ewigen Flammen von Chimayra. Krass, da sind die Flammen. Sowas wie ein natürlicher Grillplatz. Fehlen nur noch Marshmallows.
Seit über 2500 Jahren lodern hier an mehreren Stellen die Flammen aus dem Boden, weil da Methangas rausströmt. Man riecht das auch, wenn man davor ist. Das muss die Leute ja früher richtig geflasht haben. Und wer sich das auch mal anschauen will, zahlt nur 1,50 Euro. In der Nacht fahren wir noch 1,5 Stunden nach Antalya. Die Stadt hat nach Istanbul die zweitmeisten Touristen der Türkei. Jedes Jahr kommen angeblich über 16,5 Millionen Besucher in die Metropole mit 2,3 Millionen Einwohnern. Von Antalya bis Belekside und Alanya gibt es in der Gegend unzählige Strände und Hotels. Der Stadtstrand von Antalya ist 13 Kilometer lang und vor allem bei Pauschalurlaubern sehr beliebt. In der Gegend gibt es auch noch Strände, die ein bisschen chilliger sind. Die gehören aber meistens zu den großen Hotels. Um 130 nach Christus war sogar der römische Kaiser Hadrian hier. Ihm zu Ehren wurde ein Tor gebaut, das bis heute steht. Doch in Antalya findet man nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch verschiedene Freizeitparks, große Shoppingzentren und jede Menge Bars und Clubs. Die Altstadt ist echt ein schöner Kontrast zu den modernen Gebäuden drumherum und im Vergleich zu den großen Hotelbunkern bekommt man hier auch etwas traditionelle Türkei zu sehen. Insgesamt ist Antalya aber sehr auf den Massentourismus ausgerichtet, noch mehr als Istanbul oder Bodrum. Dafür gibt es hier aber günstigere All-Inclusive-Angebote. So einen riesigen Wasserfall mitten in der Stadt habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht Hammer aus. Satte 40 Meter rauscht der Düdenwasserfall darunter und der Aussichtspunkt kostet keinen Cent. Die beste Reisezeit für Sightseeing in der Türkei ist im Frühjahr oder Herbst. Im Sommer kann es sehr warm werden. Natürlich besuchen wir noch Antalyas bekannte Dönerstraße und fahren am nächsten Tag weiter Richtung Zentralanatolien. Die Spritpreise sind ca. 40% niedriger als in Deutschland. Mietwagen sind auch etwas günstiger und die Autobahnmaut wird meistens später von der Kaution abgebucht. Jedoch hat uns vor ein paar Tagen ein Rollerfahrer leicht gestriffen und ist abgehauen. Eine Vollversicherung kann sich also lohnen und mit Polizeikontrollen muss man auch rechnen. In einem traditionellen Grillrestaurant legen wir eine Mittagspause ein und kriegen sogar unser eigenes Separé. Kostenlos gibt es so gut wie immer einen Tee. Die meisten Türken sind sehr gastfreundlich. Nach über 5 Stunden Fahrt erreichen wir den gigantischen Salzsee Tuzgölü. Ey, was das für eine riesige weiße Fläche ist und wie weit die Leute hier auch laufen können. Hammer. Der Boden knirscht richtig, wenn man hier langläuft. Es ist wie frischer Schnee, nur dass alles Salz ist. Der Tuzgölü ist mit seinen 1500 Quadratkilometern der zweitgrößte See des Landes. Hier werden über 70% des Salzbedarfs für die Türkei produziert. Nach dem Naturwunder fahren wir weitere 2 Stunden nach Göreme in Kappadokien. Das sieht Hammer aus, ey. Auf jeden Fall eine der gemütlichsten Höhlen, die ich je gesehen habe. Boah, riesiges Bad. In Kappadokien gibt es viele Höhlenhotels, die sind ja eine echte Besonderheit. Das ist mein Zimmer, ist auch sehr kuschelig. Bennys Zimmer sieht auch nochmal anders aus. Ist auf jeden Fall was Besonderes, hier zu übernachten. Allerdings sind die Höhlenhotels preislich recht teuer, weil Kappadokien viele Touristen anzieht. Wir zahlen hier 140 Euro pro Person pro Nacht, hatten auf der Reise aber auch sehr gute Unterkünfte für 50 bis 60 Euro. Insgesamt kann man sagen, sind die Hotels in der Türkei ca. 20% günstiger als in Deutschland. Und an untouristischen Orten oder in der Nebensaison kann man sogar bis zu 50% sparen. Wie cool das hier tagsüber aussieht. Also Kappadokien und Göreme sind wirklich einzigartig. Ganz in der Nähe starten noch die legendären Ballons, aber heute schauen wir uns erstmal den Ort ein bisschen an. In Göreme leben gerade mal knapp 2200 Menschen. Die Landschaft von Kappadokien lockt allerdings fast 5 Millionen Besucher im Jahr an. Wie in einem Fantasy-Film sieht das hier aus und die Türmchen, die man überall sieht, werden auch passenderweise Feenkamine genannt. Aufgrund von Vulkanen hat sich hier in der Region Tuffstein abgelagert und durch Regen und Wind wurde mit der Zeit der Boden weggespült, bis nur noch diese Zipfel übrig geblieben sind.
Voll krass, bisschen wie bei Herr der Ringe. Fehlen nur noch ein paar Zwerge, Elben und Orks. Im Tal rund um Gereme gibt es über 30 in Pfälzgau Kirchen. Einige davon gehören zum Freilichtmuseum Gereme, das zum UNESCO-Welterbe zählt. Das ist wirklich eine Mischung aus Naturwunder und menschlicher Siedlung. Das haben Mönche vor Hunderten von Jahren alles per Hand in den Stein gemeißelt. Speisesäle, Wohnräume und ganze Kirchen. Heute schlendern hier vor allem jede Menge Touristen entlang. Gebetet wird in den Kirchen auch nicht mehr, denn offiziell sind 99% der Türken muslimisch. Wer sich die Anlage anschauen will, zahlt 20 €. Für die am besten erhaltene dunkle Kirche werden nochmal 6 € extra fällig. Da darf man aber keine Fotos oder Videos machen. Man kriegt bei so einem Roadtrip auf jeden Fall mehr mit, als wenn man einfach fliegt. Alleine schon die ganzen unterschiedlichen Landschaften, die wir gesehen haben. Die Türken waren auch immer super freundlich und unsicher haben wir uns nie gefühlt. Nach 30 Minuten Fahrt steigen wir noch tiefer hinab in die Geschichte Kappadokiens. Wir besuchen die riesige unterirdische Stadt Derinkuyu. Derinkuyu reicht bis zu 85 Meter tief in die Erde, schätzungsweise Platz für 20.000 Menschen inklusive Vieh. Der Höhlenkomplex ist so riesig, dass man sogar an Lüftungsschächte gedacht hat, die auch als Brunnen genutzt wurden. Eine der größten unterirdischen Städte der Welt. Der Ort wurde vor mindestens 1300 Jahren gebaut. Krass sind noch diese Steine, mit denen der Weg vor Angreifern geschützt wurde. Teilweise gab es sogar Sackgassen, wo Feinde eingesperrt wurden. In der Stadt gab es einfach alles. Kirchen, Wohnungen, Geschäfte und sogar Ställe. Da muss man fast aufpassen, dass man die Orientierung hier im Labyrinth nicht verliert. Man kann sich hier mehrere Stockwerke anschauen. Mein Schatz. Das war die Höhlenstadt Derinkuyu. Ist wirklich faszinierend. Man fühlt sich in diesen Tunneln wie eine kleine Ameise. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was hier alles passiert ist. Angeblich wurde dann die Stadt irgendwann aufgegeben. Wer sich durch die Gänge schlängeln will, zahlt pro Person 13 €. Are you ready for the flight? Yes. Time to you. Über 100 Ballons gleichzeitig in der Luft und dann noch diese Landschaft, das gibt es echt nur hier. Wir sind richtig hoch, man hat eine unglaubliche Aussicht, es ist ein magischer Moment und alles sieht ganz klein aus von hier oben. Ein Ballonflug kostet je nach Daueranbieter und Jahreszeit zwischen 100 und 500 € pro Person. Da hinten geht die Sonne auf. Was für ein Spektakel, ey. Sieht so Hammer aus. Was wir nicht alles gesehen haben, weil wir die Türkei einmal quer mit dem Auto erkundet haben. Unglaubliche Landschaften, krasse Städte und viele gastfreundliche Menschen. Abseits vom Tourismus ist es noch preiswert, in den beliebten Regionen allerdings nicht viel günstiger als in Deutschland. Der Trip hat sich aber definitiv gelohnt, auch ohne All-Inclusive-Urlaub. Das war's von dieser Reise, wir sehen uns wieder bei der nächsten. Wenn euch unser Roadtrip durch die Türkei gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns auch auf euer Feedback in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr ja sogar noch Tipps für die Türkei. In der Playlist findet ihr noch viele weitere Reisen von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.